Naja, also ich finde halt, grundsätzlich kann ja jeder spielen, wie er will. Die Tatsache, dass sich die meisten Leute dazu entscheiden, es solo zu machen, zeigt ja eigentlich, dass sie es auch wollen. Mein Flife ist vielleicht ein ziemlich extremes Beispiel, weil du halt unendlich viele Charakter online holen kannst, dich selber supporten kannst. Die Tatsache überhaupt, dass ein Ringmaster quasi zwingend benötigt wird, um überhaupt das Spiel spielen zu können. Also Flife ist schon nochmal auf einem gesonderten Niveau, also nochmal auf einer Fläche für sich alleine. Quasi. Andere Spiele, würde ich sagen, sind da nicht so extrem. Bei anderen Spielen gibt es sowas wie den Ringmaster gar nicht. Quasi ein Charakter, der so übertriebene Buffs hat, dass wenn du ohne den spielen musst oder müsstest, du quasi direkt sagen würdest, ja, dann spiele ich einfach gar nicht, weil es lohnt sich nicht. Und daher, also daher kommt das ja. Es ist einfach schlechtes Game Design bei Flife, weil du ohne Ringmaster nicht spielen kannst. Daher kommt es ja, dass jeder seinen eigenen Ringmaster macht und so hat sich das halt entwickelt. Langfristig dahin, dass jeder immer seinen eigenen macht und dann braucht man halt keine anderen Leute mehr. Plus, das Zweite, also einerseits die Situation mit dem Ringmaster, dass das halt viel zu krass ist, wie viel ein Ringmaster ausmacht. Dazu kommt noch, dass du eigentlich keinerlei Vorteile hast, mit anderen Leuten zusammenzuspielen. Also, ich habe ja selber schon viele Videos zum Thema gemacht. Beste XP und so weiter. Und beste XP ist 2 Chars, Party auf Schaden, einer aktiv am Healen und der andere levelt. Und wenn du dann halt 4 oder 5 oder 6 oder 7 Leute bist, es erhöht die Levelgeschwindigkeit halt nicht. Also du wirst dann nicht schneller, sondern wenn überhaupt bleibst du gleich schnell, weil die zusätzlich getöteten Monster werden durch mehr Leute geteilt oder die Multiplikatoren sind dann geringer oder whatever, ist ja egal, wie es genau funktioniert. Die Quintessenz ist und bleibt, du kriegst nicht mehr XP dadurch. Das heißt, du betreibst einen zusätzlichen Aufwand, dadurch, dass du erstmal die Leute suchen musst. Plus die meisten Level-Spots geben das gar nicht her. In den meisten Level-Spots sind gar nicht genug Monster, dass da 6 Leute leveln könnten. Also zumindest nicht, oder vor allem nicht, wenn sie AOE leveln würden. Und zu 6 brauchst du auch nicht eine AOE killen, weil das geht dann wieder zu schnell. Dann pulst du 30, 50 Sekunden und die Monster sterben in 5 Sekunden. Aber da kannst du dann eigentlich auch sagen, naja, wirklich effizient ist das nicht, weil das geben die Level-Spots gar nicht her. Dass dann 6 Leute zeitgleich irgendwie darum eiern. Also kannst du eigentlich wirklich sagen, es ist bei Flife von Grund auf irgendwie schlecht designt einfach. Also wie gesagt, kann man den Spielern eigentlich nicht übel nehmen, weil das Game es einfach nicht hergibt. Das Game ist wirklich so designt oder so konzipiert, dass es eigentlich wirklich so gedacht ist, dass jeder alleine sein Ding macht und man sich dann halt wirklich nur für Dungeons und so trifft und da dann halt mal zusammen zockt. Aber das reine Hochleveln, das ist eigentlich wirklich so designt, dass man es eigentlich solo macht. Und es halt auch am effizientesten ist, es solo zu machen. Und wenn es am effizientesten ist, dann sagt natürlich auch jeder, ja, dann mache ich es natürlich auch solo, weil dann geht es ja eh am schnellsten. Und darum geht es ja den meisten Leuten, schnell hochleveln. Und alles andere ist halt, ich will jetzt nicht sagen Zeitverschwendung, aber nicht so effizient. Heißt ja nicht, dass man es nicht machen kann. Ich finde es auch ein bisschen blöd. Ich meine, es kann ja trotzdem jeder machen, was er will. Das hasse ich halt eigentlich am meisten, wenn die Leute sagen, es geht nicht. Weil es würde ja schon gehen. Du musst halt nur Leute finden, die das halt machen wollen. Die halt den Spielspaß vorne ranstellen und die Effizienz und die Effektivität beim Leveln halt hinten ranstellen. Und wenn du solche Leute findest und es dir so mehr Spaß macht und das den anderen Leuten auch mehr Spaß macht, dann kann man es ja machen. Nur wirst du halt Schwierigkeiten haben, da wirklich konstant immer eine Gruppe zu finden oder zu haben, die darauf immer Lust haben. Weil die Leute, die das machen, also an einer Hand jetzt vielleicht nicht, also es sind wahrscheinlich schon pro Server, vielleicht sogar eine ganze Gilde könnte sich da bilden, die solchen Content oder so eine Spielweise bevorzugt. Aber die allermeisten werden es halt nicht machen. Ist einfach so.
Sind nicht nur zu wenig Mobs, sondern auch vom Platz her zu klein? Ja, beides. Ja, es ist einfach nicht darauf ausgelegt. Vor allem, also selbst wenn du mehr Platz und mehr Monster hättest, dann würdest du wieder Probleme bekommen mit dem 28-Sekunden-Timer. Also vor allem bei AOE halt. Aber ich meine, wenn du zu 6 levelst, dann wirst du ja höchstwahrscheinlich AOEen. Dann hast du einen Tank, einen Healer und 3 oder 4 Leute, die rein AOEen dann, wenn der Tank gepullt hat. Oder man pullt zusammen, der Tank nimmt dann die Agro, übernimmt dann die Agro, wenn es zum Beispiel ein Knight ist oder so. Also rein vom Ding her kann man sich das schon vorstellen. Aber du kriegst dann halt auch wieder so Probleme, nicht genug Monster. Wenn du Monster pullen willst, die weiter weg sind, die laufen dann weg. Entweder weil es zu weit entfernt von ihrem Spawn ist, oder weil du zu lange brauchst, um zurück zu den anderen zu laufen. Also es ist wie du es drehst und wendest. Das ganze Game ist einfach so, das ganze Game sagt dir im Endeffekt, ja, so spielt man nicht. Hör auf damit, mach das nicht, nein, was machst du da so? Nein, einfach nur nein. Das ist wirklich crazy. Bei 1v1 ist es ein bisschen was anderes, wenn alle 1v1 leveln, da könnte man sich theoretisch schon an einem Levelspot wie Small Naga oder Kraken, wenn da 6 Blades sich treffen, ja, wobei 6 macht keinen Sinn, 4 Blades sich treffen und 4 Ringmaster. Das würde grundsätzlich schon funktionieren. Aber gut, ich meine, wenn jeder 1v1 spielt, dann spielst du ja auch nicht wirklich zusammen, weil dann kämpft ja trotzdem jeder gegen sein Monster, weil ich meine, zu zweit 1v1 brauchst du auch nicht auf ein Monster einknüppeln. Das stirbt ja nach einer Sekunde. Das macht ja eigentlich auch nicht wirklich Sinn und Spaß wahrscheinlich auch nicht. Und da ist es eigentlich auch wieder so, da kann auch gleich jeder seine eigene Party machen, hat jeder Link Attack, ist ja auch 20% Schaden, das ist auch noch so ein Punkt, eine Link Attack. Wenn du mit 6 Leuten am Start bist, oder 8 oder whatever, dann hat ja nur einer Link Attack und die anderen haben Global Attack. Das heißt, einer hat 40% Schadensbonus, die anderen nur 20%. Wenn jeder seine eigene Party hat, hat jeder 40%. Theoretisch. Oder also könnte 40% haben. Also du findest so viele Gründe, wo du dann immer irgendwie am Ende sagst, oh, ja, irgendwie ist das doch nicht so geil oder sinnvoll. Und deswegen ist es halt so. Also es ist ja eigentlich wirklich nicht so, dass die Leute aktiv gesagt haben, also manche schon, also ich persönlich präferiere es schon, weil es halt auch ein bisschen was vielleicht mit Streamen zu tun hat und so. Aber eigentlich ist es nicht so, dass die Leute das aktiv entschieden haben, sondern es hat sich halt einfach so entwickelt. Man hat es halt einfach irgendwann realisiert, dass es so einfach am meisten Sinn ergibt und am effizientesten ist. Und nicht unbedingt, dass jetzt jeder sagt, er will das nicht und er mag das nicht, sondern eher so, dass es halt eine in dem Fall tatsächlich jahrzehntelange Entwicklung ist. Und sowas aufzubrechen ist halt sehr schwierig, das sage ich ja auch immer wieder, wenn überhaupt hätten sie es zum Start von Flive Universe probieren müssen. Und der einzige Weg wäre gewesen, den Ringmaster zu entkräften, dem Ringmaster die Buffs wegzunehmen, den Ringmaster zu einer eigenständigen Klasse zu machen, die nicht zu 90% nur fürs Buffen da ist. Oder halt die meisten Leute nur als Buffer benutzen. Haben sie nicht gemacht. Und deswegen hat sich auch nichts geändert. Klar, das wäre echt schwierig gewesen. Und es wäre ein großes Risiko gewesen, so ein Grundgerüst aufzubrechen. Aber hätte man halt machen müssen. Weil wenn du es jetzt machst, das ist halt ein großes Risiko. Wenn ein neues Spiel released wird, sowas komplett Neues einzuführen oder so, oder was Altes, sich von etwas Altem zu lösen, das hätte vielleicht funktioniert, aber jetzt kannst du es eigentlich nicht mehr machen. Jetzt ist halt zu spät. Das ist das Problem. Und wie das bei anderen MMOs ist, weiß ich nicht, weil ich spiele keine anderen MMOs, vor allem keine neuen. Da kann ich es nicht sagen, aber ich denke mal, bei vielen Spielen, das kann man halt mit Flive einfach nicht vergleichen, weil die meisten Spiele kannst du halt gar nicht zweimal öffnen auf einem Rechner. Da tust du dir schon grundsätzlich, also die ganzen Grundvergleiche, die hast du da alle gar nicht. Also ich denke, Flive ist da schon eher ein gesonderter Posten. Sicherlich nicht das einzige Game, wo das so ist. Und ich meine, nur weil ein Game nicht 2 oder 8 Mal öffnen kannst oder 20 Mal, also es ist nicht, dass du es nicht überwiegend solo spielst, weil es die Meta ist oder so. Aber bei Flive ist es halt wirklich schon extrem. Mit dem Multiboxen, mehrere Charakter und so weiter. Das hast du jetzt bei anderen Games, würde ich jetzt mal behaupten, meistens eher nicht.
Gibt dann vielleicht andere Gründe, warum man es eher solo spielt. Vielleicht auch wegen Effizienz und so. Oder viele Games sind ja tatsächlich mittlerweile so, dass man gar nicht mehr wirklich levelt. Sondern man macht eigentlich nur noch die Hauptquests und da geht man in Dungeons. Und in Dungeons ist man eh mit anderen Leuten zusammen. Also, wo die Games dann grundsätzlich sowieso ganz anders aufgebaut sind. Aber wie gesagt, da fehlt mir die Expertise, was neue Games angeht, weil ich sie nicht spiele. Was geht ab? Roffel XD. Wie finde ich Meteonica Wings? Welche? Die blauen? Sind okay.